Hallo allerseits, willkommen zu dieser doppelten Bausatzbesprechung. Und zwar haben wir beides mal deutsche Sturmsoldaten aus dem Ersten Weltkrieg, und zwar einmal von ICM und von Meng im Maßstab 1:35. Die Figuren lassen sich relativ gut vergleichen, weil sie eben zum einen thematisch das gleiche darstellen. Die Posen sind ja alle angreifend mehr oder weniger, außer in dem Set, sagen wir, die beiden Kollegen hier sind etwas entspannter, aber im Grunde genommen ja, würde man die mehr oder weniger fürs Gleiche verwenden in einem Diorama. Meng ist ja bekannt für seine doch recht tollen Fahrzeugbausätze. Da ist dann interessant, wie denn ihre Figuren sind. Und ICM ja, ist immer noch ein bisschen, finde ich, unterbewertet. Aber die Figuren und auch mittlerweile die Bausätze, was sie rausbringen, sind wirklich tipptopp. Und da würde ich mal sagen, prallen auch zwei ganz unterschiedliche Philosophien aufeinander, und ja, auch der Kundenkreis ist etwas anders. Ich denke, es werden doch eher Leute tendenziell einen Meng-Bausatz über einen ICM-Bausatz bevorzugen. Ja, und das sind alles Gründe, warum ich mal beide Bausätze in einem Video vorstellen möchte. Der Meng-Bausatz ist eigentlich ganz klassisch verpackt. Wir haben auf der Rückseite die Anleitung zum Zusammenbau und zur Bemalung. Das Ganze öffnet dann so zur Seite hin, und innen drin findet man dann zwei Gießäste, die sind einzeln verpackt. Ja, das ist eine ausreichende Verpackung, wie ich finde. Bei Figuren geht meistens nicht viel kaputt. Der ICM-Bausatz ist für ICM typisch, ja, sehr stabil verpackt. Da ist hier nochmal ein sehr stabiler Karton außen drum. Und wir sehen schon, die Gießäste sind in einer Tüte drin, was vollkommen okay ist. Wir haben hier 3 Gießäste dabei. Und die Anleitungen sind hier auf einem Extrazettel gedruckt, was ich persönlich auch ganz gut finde. Zumal wir hier auch alles groß in Farbe haben, und für die Ausrüstungsgegenstände liegt hier auch noch eine Liste bei, wo man genau sehen kann, was ist. Also alles genau benannt und auch nochmal gezeigt wird, wie man diese kleineren Komponenten zusammenbaut. Schauen wir uns jetzt die beiden Hauptgießäste an. Bei beiden Figurensets ist es so, dass die Ausrüstungsteile größtenteils an dem separaten Gießast dran sind. Schauen wir uns zuerst die Meng-Teile an. Zuerst fällt mir auf, dass hier die Hände sehr oft schon an den Waffen angegossen sind. Das kann Vor- oder Nachteil sein, je nachdem, was man mit den Figuren vorhat. Vorteil wäre, ja, die Figuren packen richtig zu. Das sieht ziemlich realistisch aus. Nachteil ist natürlich, dass man da in seiner Gestaltungsfreiheit doch etwas eingeschränkt ist, wenn man jetzt die Figuren irgendwie umbauen wollte oder die Posen ändern will. Da ist man dann schon ziemlich limitiert. Die Teile haben auch sehr dicke und teilweise auch etwas ungünstige Verbindungspunkte zum Gießast, zum Beispiel jetzt hier bei dem Kopf unten am Kinn. Das ist ein bisschen eine blöde Stelle, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel abtrennt. Man sieht auch an manchen Teilen relativ viel Grat und Fischhäute, zum Beispiel jetzt hier an dem Gewehr. Das ist nicht so schön. Allgemein, das Gewehr gefällt mir eigentlich gar nicht. Das ist so von der Detaillierung her doch ziemlich weich und matschig. Also das ist eigentlich überhaupt nicht schön. Wir haben hier dieses Sturmgepäck, sehr gratiges Teil, auch ungünstige Verbindungspunkte. Naja. Hände sehen dafür schön aus, und eigentlich sind auch die Gesichter nicht wirklich schlecht. Ich finde die ganz okay. Vor allem, weil die alle auch unterschiedliche Gesichtsausdrücke haben. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ist nicht so monoton. Ja, ansonsten, die Teile sind relativ gratig, wie schon erwähnt. Das ist aber, ja, ich sag mal, für Plastikspritzgussfiguren auch ganz normal und in dem Fall auch nicht so schwer zum Entfernen.
Bloß hier an diesen Teilen, diesem Sturmgepäck, da stört es mich schon sehr, weil da teilweise auch die Form etwas zerstört wird von dem Bauteil. Ja, ansonsten ist es ganz okay. Man hat aber auf jeden Fall schon schönere Figuren gesehen. Kommen wir nun zu den ICM-Teilen. Auch hier ist es so, dass diverse Kleinteile wie Handgranaten oder auch hier eine Pistole durchaus mal schon angegossen sind an den Händen, aber das sind eigentlich die Ausnahmen. Sofort fällt auf, wir haben keine Fischhäute. Grad würde ich jetzt mal sagen ungefähr ähnlich viel, wenn ich mir das so anschaue. Ja, etwas gratig ist es auch, aber wie schon gesagt, nicht schwer zum Entfernen. Und was auch auffällt, die Verbindungspunkte zu den Gießästen sind wesentlich schmäler und auch an besseren Stellen. Hier am Kopf oben, wo man eh nicht sieht, weil da ein Helm drauf kommt. Ja, oder die meisten Teile haben eigentlich nur einen Verbindungspunkt. Also das ist schon ganz gut. Die Gesichter vom Ausdruck hier etwas neutraler, würde ich sagen. Aber dafür ist sehr schön detailliert. Allgemein die Details gefallen mir hier besser. Und wenn wir nochmal auf den Kopf zurückkommen, finde ich ganz interessant, den Vergleich zu ziehen hier. Also die ICM-Köpfe sind wesentlich größer als die von Meng. Trifft es eigentlich auch auf die Beine zu? Ja, das ist eigentlich relativ ähnlich. Ja. Mal schauen, wie das so zusammenwirkt. Aber die Köpfe kommen mir schon ziemlich klein vor bei Meng. Ja, ansonsten sind die Uniformdetails sehr scharf wiedergegeben. Man sieht hier Koppelschloss und Schulterklappen etc. Auch die Wickelgamaschen sind sehr scharf wiedergegeben. Sturmgepäck gefällt mir auf jeden Fall schon besser wie bei Meng. Allein schon, weil es weniger mühsam ist zum Versäubern. Ja, ist sehr schön, wie der hier die Pistole hält. Wie schon gesagt, das kann etwas einschränkend sein bei der Gestaltung, aber ja, für jeden Vorteil gibt es auch einen Nachteil. Das ICM-Set kommt hier auch noch mit einem Gießast mit Gasmasken für alle 4 Figuren. Wie man sehen kann, auf dem Boxart tragen die auch Gasmasken. Bei dem Bausatz ist eben auch beides beinhaltet, normale Köpfe und dann die Gasmasken. Den gleichen Bausatz gibt es allerdings auch ohne Gasmasken. Da ist es dann, glaube ich, nicht beinhaltet. Da muss man dann aufpassen, je nachdem, was man braucht. Finde ich gut, dass die Option besteht. Das ist natürlich, wenn es um den Ersten Weltkrieg geht, ja, eigentlich auch eine super Option. Dass ICM beim Thema Figuren noch mehr Erfahrung hat wie Meng, kann man jetzt auch hier bei den Ausrüstungsgegenständen sehen, wo uns ja ICM 2 identische große Gießäste gibt mit allerlei Zubehör, das wir nicht mal komplett für die Figuren brauchen, sondern die geben uns einfach alles. Gibt Meng uns ja gerade mal das, was wir brauchen. Ja, und da auch nicht sehr viel. Das finde ich doch sehr bezeichnend. Interessanterweise ist dieser Gießast hier wirklich makellos. Da gibt es kein Grat oder Fischhäute. Also anscheinend können sie es ja doch. Die Teile sind scharf detailliert. Wir haben hier so allerlei Zubehör. Hier das leichte Maschinengewehr 0815, Gasmaskenbehälter, Trinkbehälter, Bajonette, eine geballte Ladung, Stillhandgranaten, das ist glaube ich das Magazin für das MG und dann noch 4 Helme, die allerdings sehr unpraktische Angusspunkte haben zum Gießast. Das ist ein bisschen schade. Ja, interessanterweise ist hier so das Innenfutter sogar angedeutet. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber irgendwie gefällt mir auch die Form nicht. Vorne dieses Schild praktisch über den Augen, das müsste wesentlich größer sein.
bei diesen Helmen. Ich glaube, die haben sich da eher an den deutschen Stahlhelm aus dem Zweiten Weltkrieg orientiert und haben einfach bloß die Glocke ein bisschen größer gemacht. Und das spricht mich jetzt von der Formgebung überhaupt nicht an. Also die Helme haben mit dem Original nicht sehr viel zu tun. Bei ICM hingegen wurden alle Register gezogen. Wie ihr sehen könnt, hier finden wir alles Zubehör, was man sich irgendwie auch nur vorstellen kann im Entferntesten. Da haben wir ein Tankgewehr, auch wieder 0815 MG, Maschinenpistolen, Handgranaten, Grabenmesser, Bajonette, Schaufeln, Schanzwerkzeug, Lang- und Kurzwaffen in allen Ausführungen und Varianten und dann auch noch die Stahlhelme, die von der Formgebung auch richtig sind und einen wesentlich praktischeren Angusspunkt haben. Der ist super zum Versäubern, da haben wir keine Probleme. Also so muss es sein, finde ich gut. Und nicht umsonst bietet ICM diese Sets auch separat an, damit man dann eben diverse Figuren aufwerten kann. Wobei ich eigentlich solche Sets gar nicht kaufen würde. Ich würde einfach die Figuren kaufen, da ist es mit dabei, sogar in doppelter Ausführung. Und dann kann man die Meng-Figuren sogar noch komplett mit aufwerten. Weil wir haben ja nochmal Helme und allerlei Zubehör. Also das ist wirklich eine super Sache. Nachdem ich ja einen echten deutschen Stahlhelm aus der Zeit besitze, können wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Ja, dieses Schild hier vorne, das ist bei Meng einfach viel zu mickrig ausgefallen. Wenn man das mit ICM vergleicht, ja, da ist die Form einfach viel stimmiger. Das könnt ihr, glaube ich, auch ganz gut sehen. Also da muss Meng noch etwas Lehrgeld zahlen. Ich muss zugeben, dass ich, bevor ich dieses Video gemacht habe, nicht damit gerechnet hätte, dass die qualitativen Unterschiede doch so groß sind. ICM hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Wir haben bessere Qualität, das Ganze wirkt realistischer, wir haben weniger zum Versäubern, wir bekommen große Mengen an Zubehör noch dazu und die Posen sind auch sehr natürlich und gut getroffen. Und wir haben noch die Gasmaskenoption, die besonders erwähnenswert ist. Bei Meng ist es so, die geben uns wirklich nur die Teile, die wir wirklich brauchen, um die Figuren zu bauen, keine Extras. Ja, und auch die allgemeine Qualität und auch die Aufteilung von den Figuren ist nicht wirklich so gut gemacht. Es sind immer noch schöne Figuren, aber im Vergleich mit ICM einfach chancenlos. Besonders störend finde ich, dass da eben die Helmform sehr schlecht getroffen ist bei Meng. Gott sei Dank haben wir bei ICM sogar noch 4 extra Helme, mit denen wir dann die Figuren noch aufwerten können. Und natürlich noch mit dem ganzen anderen Zubehör, was wir haben. Das ist natürlich schon eine super Sache. Noch interessanter wird es, wenn wir dann über den Preis reden. Die ICM-Figuren sollten hierzulande so unter 10 Euro zu bekommen sein, so 9 bis 10 Euro ist eigentlich der normale Preis, was absolut angemessen ist. Man bekommt ja wirklich jede Menge dafür. Die Meng-Figuren hingegen kosten hierzulande so 12 bis 13 Euro, also wesentlich teurer. Das finde ich irgendwie auch interessant. Die Meng-Figuren kommen ja aus Fernost, die ICM-Figuren werden ja in Osteuropa gemacht, dass da trotzdem die Osteuropäer noch einen billigeren Preis hinkriegen als die Chinesen, ist schon sehr überraschend. Gut, die Preise mögen vielleicht auch variieren, je nachdem, wo man auf der Welt lebt. Ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, da sind die ICM-Figuren wirklich für wenig Geld zum haben. Nichtsdestotrotz soll mich das nicht abhalten. Ich habe die beiden Figurensets ja nicht gekauft, um sie direkt zum Vergleichen, das hat sich nur so ergeben, sondern ich möchte natürlich beide Sets miteinander kombinieren, um eben eine größere Szene zu bauen. Und da sind sie gut, die ergänzen sich sehr gut, auch von den Posen her, die sind recht unterschiedlich. Also da lässt sich auf jeden Fall was damit machen. Ich hoffe, ihr fandet diesen direkten Vergleich in einem Video interessant. Das wurde natürlich ermöglicht durch meine Unterstützer auf Patreon, die mir etwas Geld spendiert haben.
Und mit dem Geld kann ich dann solche Anschaffungen tätigen und euch so ein Video dann auch noch präsentieren. Soweit so gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.